2025 fand die 5. Ausgabe der Luxembourg Classic statt, die zu den renommiertesten Oldtimer-Rallyes Europas zählt. Am Vorabend der 5. Luxembourg Classic stand die technische Abnahme der über 100 klassischen Fahrzeuge auf dem Programm. Das Wetter spielte leider nicht mit, starker Regen prägte den Tag. Dennoch herrschte konzentrierte Vorfreude im Grid X, dem neuen Reiseziel für vielfältige Erlebnisse und Freunde klassischer Autos südlich von Luxemburg statt. Hier wurden die Fahrzeuge auf Konformität geprüft, während die Fahrer und Teams die letzten Vorbereitungen trafen. Voilà, ich stehe noch hier mit Danny vom RCL. Der RCL wird technische Kontrolle überholt. Was macht ihr genau? Was heißt das technische Kontrolle bei so einem Oldtimer-Kurs? Ja, moin. Also wir machen technische Kontrolle, das ist eine technische Aufnahme. Wir kontrollieren hauptsächlich Luten, Pneuen und Papiere vom Auto. Dass du wirklich konform sind, für auf die letzten Straßen zu fahren. Das ist nicht extra, das ist nur bald Detail geguckt ne, und so weiter. Das ist keine Kontrolltechnik, ne? Ja. Das bleibt eine Aufnahme wie im Motorsport. Da gibt es verschiedene Bauteile kontrolliert. Ja, ne? ja. Hay also noch kein Reglement wie Gruppe B, Freier und so weiter, was zu machen Nee, hast. das ist eine Agentur, das ist kein Rallye auf Chrono. Ne? Kannst du also über den Auto erzählen? Bei dem Auto, den ist von 1927 und den ist für dich immatrikuliert mit einer Nummer, die da auch heute im Auto sieht, direkt U3246, mit einer englischen Nummer. Ja. Wir kriegen einen Blitzbauer Plak, hat der selbst dazu. Und den hat damals einen dänischen Baron gehört. Den hat den Auto mitgeholt an Dänemark, wo während dem Krieg für uns verstoppen aus der Nähe geholt ist. Und da noch in den 80er Jahren mit den Stecker, die über das Schloss verteilt waren, abgebaut. Den Auto hat ja eine kleine Vergangenheit an der Oldtimer-Geschichte. Ich denke, du und Bentley Boys, kannst du etwas Kleines erzählen? Ja, also SIK Bentley Boy. Effektiv Bentley Boys war eine Equipe von ziemlich reichen jungen Männern, die fanatisch Kurs gefahren sind. Und die waren ganz froh mit Bentley. Und die haben noch selber den Bentley gefragt, für noch mehr stark zu machen. Und da haben sie die sogenannten Blower gebaut, die aber nie nicht viel gewonnen haben. Und die besonders einfach dann 100 Liter auf 100 Kilometer geschluckt haben. Das heißt, die ganz oft mit denen müssen tanken. Also da kein blauer, was für Motor hast du dran, wie viel Pferd hast du, was weiter so etwas? Also teilweise bis in der 2 Tonnen. Das ist ein 4,5 Liter Motor für 4 Zylinder. Das heißt, die muss ich vorstellen, das ist über 1 Liter pro Zylinder. Den hat ungefähr 175 Pferd. Voilà, das geht ja dann aber flott auch haut auf Weisestraßen haut nach immer. Ja, das geht ganz gut, das geht viel zu schnell. Mir das hat viel Zeit schon ziemlich gut Bremse gehabt und das ist richtig so. Voilà, ja. Ich wünsche dir dann noch viel Spaß mit dem Auto und dass wir dich dann hier nur auf der Strecke begegnen. Merci gleichfalls. Voilà. Thomas ist der Beifahrer von einem sehr schönen BMW. Was kann man zu diesem Wagen sagen und ganz besonders aus welchem Jahr ist er? Der ist aus dem Jahr 62, also schon ganz schön alt, aber in einem sehr guten Zustand. Ja. Und ich finde, er hat für heutige Verhältnisse eine fantastische Form. Also es ist eine wunderbare Karosse mit einem sehr guten 8-Zylinder-Motor. Ja, das ist ja auch nicht so üblich gewesen, auch in dieser Zeit, 62, dass BMW solche Wagen gebaut hat. Was war das Zielpublikum von solchen Wagen 62? Das waren Leute, die sehr viel Geld hatten, muss ich sagen. Ja. Und die Sache, soweit ich weiß, wäre fast schief gegangen. Denn der Wagen wurde nicht so verkauft, wie sich die Leute das erhofft haben.
BMW es sich erhofft Ja. hatte. Und es gab, glaube ich, eine Situation, dass Mercedes überlegt hatte, mal BMW zu kaufen. Aber mein Freund Reinhard Andras weiß mehr darüber als ich. Es ist zum ersten Mal, dass wir Sie bei der Luxemburg Classic sehen, glaube ich. Ich bin zum ersten Mal hier und er auch. Ja. Es ist unglaublich. Dann viel Spaß hier in Luxemburg. Vielen Dank. Okay. Alles Gute für ja. Sie. Okay. Leider ist es für Thomas und Reinhard nicht so gelaufen wie geplant. Den schönen BMW 502 hat unser Team nicht mehr auf der Strecke gesehen. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben? Darum huet hy en tipptoppen schwärzen Jaguar en Typ E. De Typ E gëtt mat verschiedene Motte. Wat hust du heit an? Ma her ist das ein Tipp 1, und zwar ein 1.5. Muss ihr wissen, die Typ, das du gehört Serie 1, Serie 2, Serie 3. Sind aber eine Serie gemacht, wie gesagt, das ist ein 1.5. Das ist eigentlich nicht so offiziell, mir wird aber 1.5 genannt, und dann hat 4,2 Liter dran. Das ist am Anfang der Motto, den eigentlich nur an der Serie 2 rauskommt. Nicht aber noch was flott ist, Karosseriedeler wie die Luten, Blinkerluten, 4 Hannen, heute die schönen Luten, dafür gesagt, dass wir filigran, also nicht eigentlich die schöne Form vom 1. Außer für die Fahren, die sind noch 4 gezogen, die Hauptfahren, das aber dem Auto vom Design nicht viel steuert. Was schön ist, wie gesagt, das sind die kleinen filigranen Winkerluten und Stoppluten und die ganzen. Ja. Für wat für ein Jahr ist den Auto dann? Den heutigen ist von 1968. Wie können den nun so Apps? Du hast natürlich nicht, wie du den Führerschein gemäht hast. Nee, das vu kann dun dass man in de Quartetten opgewues. An dann nun in de Quartettennummer all zochten Autoen bekannt. An Itype war immer so ein Auto durch die lange Kapoch. Wenn das wat schiré fasziniert. Ja, dadurch hat den Auto meinte Spaß gemacht. Eigentlich am generellen englisch Auto. Ja. Fand ich eigentlich ganz flott. Ich will nicht so, dass das halt qualitativ schlecht ist. Ich denke, wenn ihr die Auto vergleicht, wie die Auto weit fahren, die Strecke, wo ich kriege, dann möchte das fried. Also, wollen sie zu erhalten, wie auch mit dem Auto zu fahren. Wie viel dort zurückkommen, wie komme ich da drunter? Wieso, ich fahre schon wie lange englisch Auto und schon noch MG, den einen oder anderen MG. Ja. An den E-Type natürlich, das dann natürlich vom Pedigree, von der Marke, das dann natürlich ein ganz anderer. An der Liga also nicht nur an die von der dauert bisschen bis die Stadt Calais ja andere Prioritäten am Leben für run aber dann in Moment kommen und da kann ich so schön Steck lechten dann möchte das Spaß da Voilà. Am ersten Tag zeigt sich das Wetter wechselhaft. Mal bricht die Sonne durch, doch der Wind bläst kräftig über die Strecken im Westen und Norden Luxemburgs. Unser Videoteam hält die ersten Momente fest, als die Teilnehmer der Luxemburg Classic im hohen Norden auf dem Parkplatz des Massenshopping Center eintreffen.
Ich stehe hier neben dem Katja, ich stehe hier ganz besonders beim ganz schönen Porsche 356C. Da seid ihr nach direkten Weitergang, wie so, vom Käfer. Katja, was kannst du ein bisschen über den Auto heute erzählen? Den Auto geheiert am Fong dem Grupp Loch, das als en klassischen Kollektion an 40 nach ganz gut an eng ass wieder gesit nach an enger ganz guter Kondition. Loch Äder feiert sech as von den méi wie Sponsor vun dieser Manifestation. Kannst du ein bisschen pu wieder dose, wo könnt den Enthusiasmus für so Evenementer zu sponsoren? Echtens 1940 dat ass de Jogang vu den Herr Loch den nächten Käfer och riwerbrucht ist an denno sinn an der Story mat der Kochgang Joer Porsch an dofir ass fir reiswichtech dat auch mir de ganzen Klassik sponsoréieren. Ja. Wann lo an die klassisch Garage geht vom Grupp Loch und du am Auto könnt direkt den Computer drin geschlossen, wie zu wissen, was los ist. Hu dir nach Equipen, hu dir nach Mechanismen, die auch mal noch mehr Klassiker können gucken. Ja, mir ein ganzen Team, den sich um Klassik kümmert, zum den Claude Rossmann. Hier kümmert sich um Klassik an mir noch ein Team, den sich spezialisiert für alles, was Flecken, Bannen dran, Polstern und so weiter. Ich stehe nur hier beim Joy, dem mit einem Flotten aus den Hile nicht die erste Keier bei der Luxemburg Classic dabei ist. Joy, was kannst du ein bisschen über den Auto erzählen? Ja, den Auto den habe ich noch 12 Jahre. Und am Anfang hatte ich gemeint, der wäre tipptopp an der Reihe. Aber mittlerweile habe ich da festgestellt, dass alle Kleinblosen da am Lack gekommen sind. Am Dom angefangen an Reizenberg, und das hat 2 Jahre gedauert. Wir lassen Haut als Picobello und als wie Funkel neu. Wir haben alles neu gemacht, was zu machen war. Weil ein neues Chassis dran gebaut ging. Und das hat mich in Sterngeld gekauft. Ja. Das ist mir egal. Das war immer so ein Auto am Gangen als Fese, wo ihn aufhängt, aber Fese nie so richtig, wo ihn abhält. Ne? Ganz genau, ganz genau. Mit dem man nicht lädt haut. Voilà, ja. Was für Motor hast du dran? Der 6 Zylinder, 3 Liter Motor. 110 PS. Voilà, 110 PS, 100. das klingt für die Tourenhaut nicht so ganz viel. Nee, aber das war ein leichtes Auto und da tut ihnen extrem viel Spaß damit. Ganz genau. Nur ein gut Strassenlach, das war ein Heckschleider, muss ich am Rehen aufpassen. Aber das ist ja nicht für schnell zu fahren. Wenn wir da 80 bis 100 fahren, dann ist das Maximum, was wir rausholen. Das geht doch dick durch an so einem Auto. Voilà. Wie war der nächste Teil von der Luxemburg Classic verläuft? Der hat auch eine ganz flotte Tour durch Deisleck. Ja, das war wirklich flott. Mit super Landschaften haben wir rausgesicht. So klein Wehr und nicht, überhaupt nicht über die Hauptstraßen. Das war wirklich großartig. Und ich habe jetzt Straßen, die ich früher mit dem Motorrad gefahren bin, habe ich ganz viele Straßen, ganz neue, die ich matt gemacht habe. Das war wirklich gut gefallen. Voilà, da wünsche ich mir noch ganz viel Spaß am hoffentlich dann Knödel zu begegnen. Ja, man sagt, wir werden das für morgen Abend, da sind wir Knödel, dann haben wir es gepackt. Voilà, okay, merci Joy. Das Kirche da, alles Gute da.
Vor der historischen Burg Vianden rollen die Klassiker auf einer ehemaligen Bergrennstrecke ein, diesmal ohne Stoppuhr. Die kurvige Strecke wird heute genussvoll befahren. Die Oldtimer glänzen im wechselhaften Licht und für manche liegt ein Hauch von Rennsportgeschichte in der Luft. Am zweiten Tag geht es auf die Kartingstrecke. Hier ist Präzision gefragt, denn je nach Klasse muss eine vorgegebene Zeit exakt eingehalten werden. Unser Team fängt fast alle Teilnehmer ein zwischen knatternden Motoren und konzentrierten Fahrern.
In Grevenmacher an der Mosel empfingen die frisch gekürte Weinprinzessin und die Bürgermeisterin die Teilnehmer der Luxemburg Classic. Während die Fahrer und Beifahrer das Essen an Bord des Schiffes Marie Astrid genossen, nutzte unser Team eine letzte Gelegenheit für Interviews. Ich stehe hier bei Petra und Roswitha. Die sind mit einem wunderschönen Alpha unterwegs. Und wir waren letztes Jahr auch schon hier mit dabei. Vorletztes Jahr habe ich das Auto gekauft und ein bisschen aufbereitet und es ist eine sehr schöne Veranstaltung. Ja. Wunderschöne Landschaften, tolle Alleen. Jetzt hier der Fluss, fantastisch. Ja, es freut mich, wenn Luxemburg so positiv dargestellt wird. Ja. Aber was können Sie uns über diesen kleinen Alpha hier erzählen? Das ist ein GT 1300. Kantenhaube von 1970 mit 86 PS. 86 PS, ja. Das genügt vollkommen für unsere kleinen Straßen. Zurückschalten und hochtourig fahren und dann kommt man den Berg gut. Ja. Ich danke euch und dann noch viel Spaß in Luxemburg, vielleicht nächstes Jahr wieder. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, danke. Danke. Johann, schau mal, was ich für dich organisiert habe und für Jean Asselborn. Die amtierende Luxemburger Weinkönigin Jill Wagner. Gestern Abend war die Krönung. Hier kommen die Geschenke mit den Prinzessin und Frau Bürgermeister. Voilà, voilà. Ich stehe hier mit Nils und Gesa. Die sind mit einem speziellen Wagen. Hier gibt es nur einmal in dieser Luxemburg Classic und zwar einen Wankel NSU. Können Sie uns, besonders den Jugendlichen, noch einmal erzählen, was ist ein Wankelmotor? Ja, ein Wankelmotor ist eigentlich eine Entwicklung in den 60er, 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts gewesen und dort wurde entwickelt ein Motor, der möglichst wenig senkrechte Bewegung hatte und durch die Drehbewegung der Scheiben gibt es keine Vibration im Motor selber und es ist leider aber nicht so effizient, sodass der Spritverbrauch etwas höher ist. Da gab es am Anfang auch viele Probleme mit Dichtungen und so weiter. Ist das jetzt behoben? Die Dichtungsproblematik war eigentlich nur in den ersten beiden Baujahren tatsächlich der Fall, bis 69. Danach gab es neue Dichtleisten für alle Scheiben und danach sind die Motoren eigentlich für die damalige Zeit sehr standfest gewesen. 150.000 Kilometer, kein Problem. Ja, wie kommen Sie an Ihren Wagen? Welchen Jahrgang ist das? Ja, das ist eine besondere Geschichte. Das kennt man so kaum, weil dieses Fahrzeug ist tatsächlich seit Erstbesitz in der Familienhand. Also der Vater von Gesa hat den 1972 gekauft. Und es ist tatsächlich auch so, dass Gesas Geburtstag auch der Erstzulassungstag des Fahrzeuges war. Sie genießen auch mit dem Wankel die schönen Straßen in Luxemburg. Es ist das erste Mal, dass ich Sie sehe. Tatsächlich, wir sind das erste Mal überhaupt im ganzen Leben in Luxemburg angekommen. Ne? Tatsächlich. Ja. Und wie gefällt euch diese Rallye? Perfekt, muss man einfach sagen. Super schöne Strecke. Wirklich, ihr habt ja super schöne Berge auch. Ne? Das macht uns ganz viel Spaß. Also wir fahren sehr gerne hier. Okay, dann hoffe ich, dass wir euch noch nächstes Jahr wiedersehen. Wenn es passt, sind wir dabei. So, ich stehe hier bei Friedrich. Der Friedrich hat nicht nur einen auffälligen Wagen durch die Farbe, aber es ist auch ein ganz besonderer Wagen. Ja, das Auto ist ein Alfa Romeo 2600 SZ. Das ist ein Coupé aus den 65er Jahren. In der Zeit wurden überwiegend Touring-Coupés gebaut von Alfa Romeo. Und Zagato war einer der wenigen Karosseriebauer, die das Coupé neu interpretiert haben und
von dem Auto sind zu der damaligen Zeit etwa 105 Autos produziert worden. Es ist also schon eine ganz große Seltenheit. Man hat ja Alfa Romeo immer vorgeworfen, dass die schon im Katalog rosten. Wie war das bei Zagato? Naja, Zagato war ein Liebhabermodell schon auch immer für die Käufer, ist im Gegensatz zu den Rennfahrzeugen von Zagato ein Blechfahrzeug, kein Aluminiumfahrzeug, und war, ich sage mal, nicht besonders korrosionsgeschützt, aber die Pflege der Leute hat dafür gesorgt, dass einige davon überlebt haben. Welcher Motor ist da drin? Ein Motor ist ein 2,6 Liter Sechszylindermotor mit etwa 145 PS. Das macht schon viel Spaß und auch für unsere schönen Straßen hier bei der Luxemburg Classic, nehme ich an. Ja, das kann man sagen. Ja, Leistung ist genug da. Okay, vielen Dank und noch viel Spaß hier. Ja, vielen Dank. Okay. Patrick als den enschen Mustangfuhrer, den das du bei der Luxemburg Classic dabei ist. Was kannst du also über dein Auto ein bisschen erzählen? Das ist ein Auto, den das 1967 gebaut ging zu San Jose an Kalifornien, an Nationalwirsch. Das ist da 50 Jahre, an der Schöne seit 8 Jahren. Und das ist in Fastback, original, und das ist umgebaut, ein bisschen Optik. Shelby GT 500. Dann hat Motor dran für 5,4 Liter und 390 PS. 390 PS für die Luxemburg Classic, das ist schon ganz viel ne, für eine kleine Straße. Führt der Parcours noch gefallen? Ich muss sagen, ich sehe auch letztes Jahr in Hai geboren. Ich lebe in Hai und ich muss sagen, ich habe Straßen entdeckt, die ich in meinem Leben noch nicht gesehen habe. Und wir haben ein wunderschönes Land und ich kann nicht fängen so ich soll sich Zeit holen, den Weekend oder so, wenn eine Zeit hat, einfach durchs Land fahren. Wir haben wunderschöne Plätze. Gestern zum Beispiel sind wir an die Belgische Grenze abgefahren. Das ist wirklich ein wunderschönes Land, was wir haben, und das möchte die Menschen Spaß haben. Ich meine, nächstes Jahr sind nicht rum dabei. Voilà, dann hoffe ich, dass wir das nächste Jahr gesehen, dass wir schon am Knödler rumfahren, dass wir dann die Tour fertig kriegen. Ja, ich bin ja nur, wird morgen am Knödler dann dabei sein, wenn das Auto bis alles hält. Da sind wir dabei, ja. Und dann freuen wir uns dann alle zusammen den Abend von mir ankommen. Ne? Okay, vielmals merci. Voilà, ja. Merci. Okay. Es ist vollbracht. Fast alle Teilnehmer haben das Ziel erreicht, Luxemburg-Stadt. Die letzte Durchfahrt führt unter dem Bogen neben der Reiterstatue von Wilhelm II. Hindurch. An der Zielankunft wartet der sportliche Leiter Ed Gödert mit einigen netten Worten. Oldtimer und Classic-Cars stellen sich vor dem Stadthaus auf, um von den zahlreichen Zuschauern bewundert zu werden.
Also am Griff? Also am Griff. Wir sind nur hier auf der Arrivée von der Luxemburg Classic. Hast du schon eine kleine Fazit? Schon eine große Fazit. Ich kurz vor, es war fantastisch, war eine immense Tour, war schön wieder, die Leute sind alle gut begeistert, war richtig flott, man viel Highlights gehabt. Man fängt mit dem letzten nun hier zu kommen. Ja. Das ist wegen Seltenheit, dass normalerweise kommt kein Rallye hier in Matten an der Stadt. Wir können durch eine kleine Avantage gemacht, dass wir das können machen. Wir waren gestern zu feiern und Uwe beim Altersheim. Da haben wir das Auto gefahren bei den älteren Leuten. Alle Leute waren super, weil die Leute waren begeistert. Alle Leute. Das gehört sich auch ein bisschen. Und da waren wir bei Maßen nur die Strecken. Die Leute haben alle gehört und die Strecken waren super, die besten, die wir jemals hatten. Ich will den Challenge, das ist für das nächste Jahr noch besser zu machen. Voilà, dann hören wir ja, dass es doch nächstes Jahr ein Luxemburg Classic gibt. Steht schon Datumen? Ja, dann schwenken 13. an der 14. 13. an der 14. Das ist zweite Weekend September. Zweite Weekend September, ja. Wir freuen uns und wir werden dann noch dabei sein. Wunderbar, tipptopp, merci, dass du dabei warst. Ja, merci. Da kommen sie. Ich weiß nicht, wer es ist. Ich kenne sie normal. Ich kenne sie normal. Ja, Lea Linster, tollen Athlet, wo natürlich die ganz frisch. La Porsche 912, en fait, c'était pour éviter les gens quand la 911 était très chère. Alors ils ont décidé de ja, Lea Linster mit Zero. Meister, hast du alles gefilmt? Wir haben alles in der Kiste.